Hallo, herzlich willkommen zu meinem letzten Tag in New York. Heute Abend geht's leider schon wieder zurück nach Deutschland. Aber den Tag heute, den möchte ich noch einmal so richtig auskosten. Nach einem typisch amerikanischen Frühstück mit gefühlten 10.000 Kalorien geht's noch einmal durch die Straßen von New York und zum Central Park. Der Central Park begeistert mich irgendwie immer wieder. Wenn man sich hier die Natur anschaut und im Hintergrund die Stadt, das finde ich persönlich einfach einzigartig. Außerdem finde ich es total spannend, die New Yorker hier zu beobachten, wie sie sich so von ihrem Stadtleben erholen. Und dann die Stadt selbst. Diese Kombination aus Hochhäusern, völlig in Glas und diese alten Bauten, das ist einfach nur wow. Am Flughafen JFK nehme ich euch mit auf eine Zeitreise. Und zwar besuche ich dort das TVA Hotel. TVA steht für Trans World Airlines. Es handelt sich dabei um eine ehemalige Fluggesellschaft, die hier am JFK am Terminal 5 ansässig war. 2001 ist sie aber faktisch insolvent gegangen und wurde durch die American Airlines übernommen. Heute ist es ein Hotel, ganz im Stil der 60er Jahre. Zu meinen persönlichen Highlights in diesem Hotel gehört zum einen dieses Flugzeug. Es handelt sich dabei um die Connie, die eine Cocktailbar ist. Ein weiteres Highlight ist definitiv der Pool auf dem Dach des Hotels. Hier kann man einen weiteren Cocktail schlürfen und dabei die Flugzeuge beobachten. Last but not least nehme ich euch mit auf meinen Rückflug von New York über Amsterdam bis nach Hamburg. Dabei zeige ich euch etwas von den Flughäfen, von den Lounges und natürlich von den Flügen selbst. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mich am letzten Tag meiner New York-Reise begleitet. Auf geht's zum Frühstück. So, habe ich auch alles mit, nichts vergessen. Karte habe ich, das habe ich. Sollte also passen. How many people? Just me. Just you? Honey. Oh ja, perfect. Thank you. How's your morning so far? Or you just started? It's good, it's good. Had a long day. Yesterday was walking a lot through Manhattan. So, yeah, slept well and everything fine. Oh, that's good. Thank you very much. Enjoy your breakfast. Thank you. Sure. Sir, how are you? Doing good, thank you. And you? Just by yourself, right? Yeah. Would you care for anything to drink this time? Yes, coffee and orange juice. Sure. Thank you. Die Preise für Essen sind in den USA schon verrückt. Man zahlt für so einen Joghurt mit Granulat $22, für einen Avocado-Toast $27 und für ein amerikanisches Frühstück $42. Und wir reden hier von Nettopreisen. Das heißt, es kommen nochmal Landessteuern obendrauf, Staatssteuern und dann auch nochmal eine Servicepauschale von 20%. Und so ein extra Trinkgeld wird dann auch nochmal gerne gesehen. I'll just put the perfect. Yes, thank you. You're welcome. Anything else I can get you? No, not for now. Thank you very much. Thank you. Und voilà, so sieht ein amerikanisches Frühstück mit Joghurt für $85 aus. Vorteil als Diamond-Member ist allerdings, dass man am Wochenende ein Frühstücksguthaben von $100 hat. So habe ich also nichts für mein Frühstück zahlen brauchen.
Central Park habe ich im Südosten am Central Drive betreten, bin dann dort den Weg hochgelaufen zu den Tennisplätzen und dann auf der anderen Seite runter zum Ufer des Sees, wo ich einen wunderschönen Blick auf die Natur, aber auch auf die Skyline von Manhattan hatte. Im Anschluss bin ich dann über diese Brücke gelaufen auf die andere Seite des Parks, hier oben an den Sportplätzen vorbei, um dann am Ende zu dieser Felsformation zu laufen. Mehr habe ich dieses Jahr leider nicht geschafft. Im letzten Jahr habe ich mir einen ganzen Tag Zeit nehmen können für den Central Park und bin dann noch weiter hoch in den Norden gelaufen, über diese Grünanlage hinweg, dann weiter über an diesem wunderschönen See vorbei, hoch bis zu diesem Schloss, um dann letztendlich hier an den See anzukommen. Aber auch mehr habe ich da nicht geschafft und der Central Park geht dann noch weiter. Also im Großen und Ganzen wirklich eine unglaubliche Grünanlage mitten in Manhattan. Weiter ging es dann Richtung Süden über den Times Square zum Grand Central Terminal. Nach der Ruhe im Central Park nun die Hektik hier am Hauptbahnhof. Ich liebe es, hier rumzulaufen, Dinge zu beobachten, aber vor allen Dingen auch Menschen zu beobachten.
Wie gerne hätte ich mich jetzt noch in ein Restaurant gesetzt und weiter beobachtet. Aber ich muss jetzt zurück zum Hotel, auschecken und dann zum Flughafen. Entspannt rufe ich mir von der Lobby aus ein Uber-Taxi per App. Dazu gebe ich neben dem Abholort den Zielort an. Beim JFK kann ich hier auch noch das Terminal und die Airline auswählen, wo ich genau abgesetzt werden möchte. Als nächstes wähle ich den Taxitypen aus und gönne mir heute etwas Komfort. Abschließend kann ich noch meinen Abholort auf der Karte präzisieren und schon wird der passende Fahrer für mich gesucht. Wurde ein passendes Taxi für mich gefunden, dann sehe ich die Daten vom Fahrer, wie zum Beispiel welche Bewertung er hat, wie er heißt, wie er aussieht, und ich sehe auch Daten zu seinem Fahrzeug, also was er für ein Fahrzeug fährt. Und so kann ich auch leichter mein Taxi identifizieren. Die PIN, die ich bekommen habe, muss ich dem Fahrer bei Ankunft mitteilen, ansonsten kann er die Fahrt mit mir nicht antreten und abrechnen. Jetzt heißt es einfach nur noch gemütlich warten und schauen, bis das Taxi vor der Tür steht. Am Terminal angekommen, kann man gleich draußen seine Koffer abgeben, was ich echt praktisch finde, vorausgesetzt es klappt. Bei mir hat es leider nicht geklappt diesmal, weil meine Buchung nicht gefunden wurde. Also muss ich rein ins Terminal und mir einen Schalter suchen, wo mir geholfen wird. Wenn man Economy Class fliegt, ist es gar nicht einfach an den Schalter zu kommen, beziehungsweise man muss ziemlich lange anstehen. Da ich aber als Flying Blue Member den Silberstatus habe, darf ich an die Sky Priority Schalter, was ein echter Vorteil ist. Am Schalter konnte mein Problem dann auch schnell behoben werden und ich konnte meinen Koffer endlich abgeben. Als nächstes geht es dann für mich zu Terminal 5, genauer gesagt ins TVA Hotel. We are arriving at Terminal 5. Ich liebe diesen 60er-Jahre-Look und mit der entsprechenden Musik kommt auch gleich richtig gute Laune hoch. Schade für euch, dass ich diese Musik hier nicht abspielen darf. Hier seht ihr den Hotel-Check-In als Airline-Check-In-Schalter. Im Hintergrund sieht man sogar noch die alten Koffertransportbänder, was ich total genial finde. Auch die alten Autos, die hier rumstehen, finde ich total genial. Hier die Food Hall, die im Gegensatz zum Restaurant darüber noch bezahlbar ist. Hier bekommt man 24/7 was zu essen.
Viel habe ich jetzt hier im Hotel eigentlich nicht gemacht. Ich habe mich etwas umgeschaut und jetzt ans Gate gesetzt. Hier genieße ich nochmal so richtig die Atmosphäre und ein sehr gutes Samuel Adams. Ich war aber schon öfter hier im Hotel und zeige euch deswegen mal ein paar ältere Aufnahmen, die ich vom Hotel gemacht habe. Hier ein Foto von 2022 im Hotelzimmer, wo ich als Presswurst im Sessel mit der Aussicht auf das historische TVA-Gebäude sitze. Die Preise für ein Hotelzimmer variieren je nach Jahreszeit. Hier mal Beispiele für November 2025. Ein einfaches Zimmer beginnt bei 275 US-Dollar. Mit Blick auf das historische TVA-Gebäude liegen wir bei 292 US-Dollar. Wer sich einen Blick auf die Start- und Landebahn gönnen möchte, der muss schon 419 US-Dollar die Nacht berappen. Und die Suite beginnt bei 522 US-Dollar. Alles natürlich Nettopreise. Aber für New Yorker Verhältnisse ist das ein echter Schnapper. Hier im Café Paris kann man gut, dafür aber unglaublich teuer frühstücken. Der Pool auf dem Dach ist einfach nur genial. Planespotting Deluxe am und im Pool. Oder einfach nur in der Sonne chillen und einen Cocktail genießen. Definitiv ein Highlight des Hotels. Am Mittag dann noch etwas Fastfood am Gate des ehemaligen TVA-Terminals. Und danach etwas Sport. Also, könnte man machen. Ein weiteres Highlight hier im Hotel ist die Connie, ein Flugzeug von 1958, das jetzt als Cocktailbar dient. Bei chilliger Musik und dem einen oder anderen Cocktail kann man hier einen wunderschönen Abend genießen. Zum Abschluss des Tages schaue ich mir noch ein paar alte Uniformen an und dann geht's auch schon wieder zurück zu Terminal 4. An der Sicherheitskontrolle durfte ich dann noch als Economy-Dödel 1,5 Stunden anstehen und mir die Beine in den Bauch stehen. Leider kann ich mit meinem Silberstatus des Flying Blue Programms von Air France und KLM nicht die Fastlane nutzen. Also heißt es Geduld haben. Wer nicht rechtzeitig am Flughafen ist, bekommt bestimmt an der Sicherheitskontrolle spätestens seine ersten Stresspickel. In den USA kann man aber einen TSA Pre-Check am Automaten machen
und spart sich dann etwas Zeit an der Sicherheitskontrolle. Wie auch immer, nach 1,5 Stunden war ich dann endlich durch und konnte zur Lounge gehen. Hier am Terminal 4 gibt es einige Lounges, die man mit dem Priority Pass nutzen kann, vorausgesetzt es gibt freie Kapazitäten, was immer seltener der Fall wird. Ich habe mich für die Delta Sky Club Lounge entschieden, da sie ein gutes Angebot hat und direkt an meinem Abfluggate liegt. Hier komme ich aber nur rein, weil ich Delta fliege und eine Amex Platinum Karte habe. Ich verstehe immer nicht, warum sie vor Flügen so ein Blähzeug wie Erbsen, Bohnen und Linsen anbieten. Ich meine, wer will schon furzende Sitznachbarn haben? Ohne nachzudenken habe ich mir einen Hotdog mit Sauerkraut und extra Zwiebeln geholt. Und das vor meinem Flug. Ich meine, gibt es was Schöneres, als mit Magenkrämpfen zu fliegen und die Sitznachbarn mit Pfürzen zu belästigen? Oh Mann ey, das kann lustig werden. So, für mich ist es jetzt höchste Zeit ans Gate zum Boarding zu gehen. Mit einem Airbus geht es jetzt zurück nach Amsterdam. Diesmal fliege ich in der Economy Class, habe mir aber einen Platz am Notausgang gebucht. Vorteil: die maximale Beinfreiheit und kurzer Weg zum Klo. Nachteil ist, dass hier ständig Leute anstehen und mir auch nicht selten über die Füße fallen. Außerdem nervt dieses Tür auf, Tür zu und manchmal stinkt es dann auch ordentlich. Weiterer Nachteil ist, dass man hier kein Fenster hat. Daher muss ich euch jetzt ein paar ältere Bilder zeigen. Wenn ich die Economy Class inklusive dem Sitz am Notausgang mit der Premium Comfort Class auf dem Hinflug vergleiche, muss ich ehrlich sagen, dass sich die Comfort Class nicht wirklich gelohnt hat. Immerhin war diese fast 3-mal so teuer, hatte aber nicht wirklich mehr Service.
you. Take Bye care. bye. All the best. Der Rückflug ist gefühlt am anstrengendsten, da man in die Zukunft fliegt und die Nacht stark verkürzt ist. Gefühlt kommt man dann mitten in der Nacht an, dabei ist es dann schon morgens und der ganze Tag liegt vor einem. Ich wurde bei der Landung regelrecht aus dem Schlaf gerissen und habe sogar mein Frühstück verpasst. Umso mehr freue ich mich jetzt auf mein Frühstück in der Lounge. Für mich geht's jetzt in die Aspire Lounge im Schengen-Bereich, die einzige Lounge, wo ich mit meinem Priority Pass reinkomme. Ich finde die Lounge aber vollkommen ausreichend, auch wenn sie etwas in die Jahre gekommen ist. Total übermüdet stehe ich nun am Gate, wo mein letzter Flug nach Hamburg starten soll. Einen kleinen Snack beginnt dann auch schon der Landeanflug auf dem Flughafen von Hamburg. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, die Reise hat euch gefallen und auch etwas inspiriert. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir auf weiteren Reisen folgt. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen.